Hallo und grüße euch auf dem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Ich bin der Max. Wer mich kennt, weiß, dass ich meistens eigentlich Pomade-Reviews mache. Heute ist es mal aber ein bisschen was anderes. Und zwar würde ich euch gerne nochmal die Marke Lockhart's vorstellen. Nochmal, denn wir haben das Ganze schon mal mit dem Alex gemacht, zusammen in unserem wunderschönen Shop in München am Viktualienmarkt. Findet ihr jetzt hier das Video. Aber das ist jetzt schon ein bisschen her und vor allem wer das Video schon gesehen hat, wird merken, die Bandbreite hat sich einfach nochmal immens erweitert. Und deshalb dachten wir, lasst uns doch einfach das Ganze mal nochmal ein bisschen aktueller machen. Für die Leute, denen Lockhart's vielleicht noch kein Begriff sein sollte. Steve Lockhart kommt aus Michigan in den USA und hat vor vor relativ genau 10 Jahren angefangen, zu Hause Pomade selbst zu brauen. Er hat angefangen mit klassischen ölbasierten Pomaden und zwar genau genommen mit der Goon Grease. Die hat nämlich dieses Jahr 2023 10-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Aber jetzt seht ihr, das ist nicht hier nur eine Goon Grease, die er in diesen 10 Jahren gemacht hat, sondern das ist ein riesiges Sortiment, das er inzwischen rausgebracht hat. Und da würde ich jetzt nämlich mal gerne ein bisschen näher drauf eingehen. Wie gesagt, angefangen hat alles mit der Goon Grease, einer super soliden Firm Hold Oil-Based Pomade, also einer ölbasierten Pomade mit einem Halt zwischen mittelfest und fest. Hat für diesen Härtegrad noch einen hervorragenden Glanz, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und wir haben hier ich nenne es jetzt mal, den typischen Lockhart's Duft, womit er bekannt geworden ist. Den nennt er nämlich Cucumber Cologne. Also riecht tatsächlich ein wenig nach Salatgurke. Finde ich persönlich ein Hammerduft. Jedes Mal wieder, wenn ich die Dose aufmache, komme ich wieder ins Schwärmen. Gefällt mir super gut. Gibt alternativ. Das hier ist auch die Goon Grease. Hier haben wir dann aber einen Duft nach Limetten- und Zitronengras. Ich mache gleich weiter, weil ich bei den ölbasierten bin. Haben wir das Dreiergespann. So sieht man es, glaube ich, ganz gut. Wir haben hier eine leichte Pomade, eine mittelfeste Pomade und eine feste Pomade. Auch alle drei ölbasiert, wie ich es ja gesagt hatte. Alle drei mit verschiedenen Düften. Wir haben den Zimtduft in der weichen. Wir haben den Vanilleduft in der mittelfesten und die feste Pomade hat einen sehr angenehmen Duft nach Kokos. Nicht zu aufdringlich, wie ich finde, sondern sehr, sehr subtil. Sehr, sehr angenehm. Das sind jetzt, sage ich mal so, die Standard-ölbasierten Pomaden, die er hat. Jetzt sage ich die Standard-ölbasierten, denn immer um den Herbst rum, gerade so zu Halloween, gibt es die Sondereditionen der Fire and Brimstone. Fire and Brimstone, Feuer und Schwefel. Und ich möchte nicht sagen, dass die genauso riechen, sondern fand ich einen relativ netten Vergleich, wenn du in der Nähe eines Lagerfeuers ein Räucherstäbchen angezündet hast. Das ist so die Duftkombination davon. Man hat eine leicht herbe, rauchige Note, aber eben auch das leicht süßliche, wie jetzt man zum Beispiel bei Nag Champa finden würde, was ja dieser Räucherstäbchenduft meistens ist. Genau, das wären eben hier die Fire and Brimstone Varianten. Gibt es einmal in mittelfest und in fest. Gut, jetzt war ich bei Fire and Brimstone. Da mache ich gleich weiter. Da gibt es nämlich noch 2 andere Produkte und zwar gäbe es noch einmal das Matte Clay und es gibt die wasserbasierte Fire and Brimstone. Die gibt es auch noch mit dem Fire and Brimstone Duft. Das heißt, diese 4, es sind tatsächlich doch nur 4, diese 4 haben alle den gleichen Fire and Brimstone Duft. Wer jetzt sagt, okay, Matte Clay finde ich super, aber der Duft, das klingt jetzt vielleicht doch ein bisschen heftig, der greift ganz einfach zum Standard Matte Clay von Lockhart's, ist im Grunde fast duftneutral. Man merkt ein bisschen, riecht man die Inhaltsstoffe, riecht man ein bisschen mit raus, aber doch ein sehr, sehr, sehr dezenter Duft. Und vom Halt her würde ich das Ganze zwischen Firm bis Heavy einordnen, also Firm bis Fest. Hängt bei dem Produkt tatsächlich auch relativ von der Menge ab, die ihr verwendet. Genau. So, es gab Fire and Brimstone wasserbasiert. Gleiches Spiel.
Nur nehmt ihr hier jetzt einfach, wo habe ich sie? Da habe ich sie versteckt. Nee, da. Wald vor lauter Bäumen nicht. Nehmt ihr dann stattdessen die Paradox. Ähnliches Spiel wie bei Matte Clay. Ihr habt einen leichten Eigenduft, ein bisschen was Süßliches, Frisches, allerdings auch keinen zu extremen Duft. Ihr habt auch hier einen Firm Hold, würde ich sagen. Die bleibt relativ gut nachstylbar, zieht nicht zu sehr an im Haar, gibt einen angenehmen Glanz und das Auswaschen geht selbstverständlich bei einer wasserbasierten sehr, sehr einfach. Ihr habt danach aber keine so strohigen Haare, sondern die fühlen sich relativ gepflegt an, denn ich meine, es liegt am Avocadoöl, das er im Grunde fast in jedem Produkt drin hat, was mir persönlich sehr gut gefällt. Genau, Bergamottöl wäre auch noch mit drin, aber Avocadoöl ist in fast jedem Produkt auch vorhanden. Paradox wäre dann die Wahl. Jetzt sagt ihr, okay, Fire and Brimstone Duft, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen zu viel. Paradox, das wäre mir vielleicht ein bisschen zu wenig. Dann greift ihr ganz einfach zur wasserbasierten Goon Grease. Unterscheidet sich nämlich hauptsächlich nur im Duft. Und hier haben wir den Signature Scent, sage ich jetzt einfach mal, dieses Cucumber Cologne, wie in der originalen Goon Grease eben auch mit drinnen. Das wäre dann die andere Alternative. Jetzt sagt ihr aber, okay, gut, aber ich möchte jetzt auch nicht zwingend nach Salat riechen auf dem Kopf, aber das wasserbasierte klang schon ganz gut. Dann seid ihr ganz klar bei der Sex Machine. Und zwar ist die Sex Machine, beziehungsweise der Duft der Sex Machine, ist eine Kollaboration zusammen mit Celador Bath Supply. Da kennt ihr höchstwahrscheinlich die Seifen, die wir im Angebot haben. Und wenn nicht, dann schaut euch hier mal das Überblicksvideo an. Da erfahrt ihr nochmal mehr dazu. Und hier haben wir einen süßlich, herb, mancher möchte sagen, tatsächlich verführerischen Duft schon fast. Also das ist gerade von Flo und mir auch mit einer der Lieblingsdüfte überhaupt, den wir so im Sortiment haben. Und das zu sagen, es variiert natürlich oft, aber der wird eigentlich, ich meine, immer in den Top 3 mit drin bleiben. Absolut, eine absolute Empfehlung. Genau. So, jetzt habe ich die standardwasserbasierten Produkte erstmal abgefertigt. Die sind jetzt durch, die habe ich alle besprochen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zu den neueren Sachen, moderneren Sachen, wenn man jetzt mal klassische wasserbasierte außen vor lässt. Und zwar möchte ich hier die unorthodoxe Goon Grease möchte ich euch hier zeigen. Wie der Name sagt, es ist eine unorthodoxe wasserbasierte Pomade, enthält Wasser und Bienenwachs und natürlich noch viele andere Inhaltsstoffe und verhält sich eben, was die Auswaschbarkeit angeht, wie eine wasserbasierte Pomade und was das Styling, vor allem das Nachstylen und die Pflegeeigenschaften angeht, verhält sich das Ganze wie eine, oder sagen wir fast wie eine klassische ölbasierte Pomade. Generell, wenn ihr jetzt merkt, der Max benutzt da Abkürzungen und Begriffe, von denen habe ich überhaupt keine Ahnung. Wir haben auch schon mal ein Video gemacht, wo wir Begriffe erklären. Das könnt ihr euch vielleicht auch nochmal anschauen und dann seid ihr nachher nicht mehr ganz so verwirrt, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit mit Abkürzungen um mich schmeiße. Das wäre hier die UWB. Die hat einen Duft, der ist ein bisschen eine Hommage an den Cucumber Cologne. Allerdings haben wir hier noch ein bisschen fruchtige und vor allem noch ein paar herbere Noten mit dabei. Ich meine, es war Sandelholz auch noch mit drin und ein bisschen was in die Richtung. Also auch gefällt mir auch super, super gut. Der Halt ist, sage ich mal, ähnlich der Goon Grease auch bei Firm anzusetzen. Firm bis Heavy könnte man sagen. Das war jetzt die UWB. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit dem, was ich hier direkt vor mir habe. Und zwar wäre das jetzt das Fat Clay. Das fette Clay, da habe ich auch schon ein Review zu gemacht. Kommt hier oben rein. Es handelt sich hier um ein wasserbasiertes Clay, beziehungsweise man könnte sagen fast ein unorthodox wasserbasiertes Clay, denn es kommt an zweiter Stelle, beziehungsweise an dritter kommt dann gleich schon Bienenwachs. Hat einen wahnsinnig tollen, fruchtigen Duft. Eignet sich vor allem für matte, lockere Styles besonders gut. Dann mache ich, weil ich gerade dabei bin, mit dem Hermit weiter. Eines unserer momentan aktuellsten Produkte von Lockharts. Dem Fat Clay sehr ähnlich. Gibt euch allerdings ein bisschen mehr Glanz. Nicht wirklich viel, aber ein bisschen mehr. Und lässt sich in den Haaren leichter nachstylen.
denn wir haben hier keinen so einen trockenen, beziehungsweise weil es eben kein extra Clay ist, kein richtig mattes, trockenes Produkt, sondern eins, das sich fast schwerelos im Haar verhält und dabei dann doch noch relativ gut nachstylbar bleibt. Hier haben wir einen Duft, der ist auch unheimlich toll, finde ich persönlich. Da haben wir jetzt ein bisschen was Fruchtiges mit herinnen. Wir haben aber auch deutlich herbere Noten, die, finde ich, eine perfekte Symbiose bilden und sich super ergänzen. Leider geht es mir da so beim Fat Clay als auch beim Hermit, die Düfte halten nicht den ganzen Tag an. Die dürften für mich als Duftfetischisten, sage ich jetzt mal, dürften die gerne deutlich intensiver sein und länger anhalten. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, jetzt nicht so ganz meins, diese krass intensiven Düfte, ein bisschen was Dezenteres wäre für mich besser oder würde mir besser gefallen. Die fahren hiermit auf jeden Fall super, super gut. Jetzt waren wir hier schon, sage ich mal, bei den wasserbasierten, mit so unorthodox wasserbasierten Produkten. Mache ich hier gleich weiter. Und zwar nehme ich hier die Anti-Gravity und die Nevermore. Das sind zwei Pastenpomaden, die sich vor allem, ich halte es mal ganz kurz, eventuell erkennt man es in der Kamera, die sich vor allem als Pre-Styler besonders gut eignen. Also wenn ihr relativ leichtes bzw. Haar ohne viel Volumen habt, eignen sich die besonders gut, wenn ihr die vorher rein ins Haar eingebt und dann nochmal schön föhnt, dann könnt ihr damit richtig ordentlich Volumen und schon auch einen richtig, richtig guten Halt bekommt ihr damit hin. Der Hauptunterschied ist, abgesehen vom Design, ist der Duft. Denn wir haben hier bei der Anti-Gravity wieder ein relativ neutrales Produkt, das relativ nach den Inhaltsstoffen riecht. Haben jetzt aber hier bei der Nevermore, das ist quasi eine Special Edition, das ist wieder eine Kooperation, und zwar zwischen Lockerts und Modern Man TV, vielleicht auch einigen von euch bekannt. Und hier haben wir noch ein wenig zitrische Noten mit beigefügt. Also man hat ein wenig mehr Duft, ist jetzt auch keine Duftbombe, aber man nimmt dann doch deutlich mehr wahr als bei der Anti-Gravity. Ein bisschen einen Unterschied macht hierzu die Phantasm. Und zwar abgesehen davon, dass diese weiß ist nämlich der größte Unterschied, das ist ein Produkt, das nicht extra darauf angelegt ist, matt zu sein. Es ist wie viele wasserbasierte Produkte, wie es bei vielen wasserbasierten Produkten einfach ist, wird das mit der Zeit ein wenig matter, aber grundsätzlich ist jetzt nicht auch noch extra Kaolin oder ähnliches hinzugefügt, sondern es ist wieder ein unorthodox wasserbasiertes Produkt, wobei ich sagen muss, dass die Phantasm dann doch ein bisschen mehr anzieht und sich nicht so gut nachstylen lässt wie eine wie eine unorthodoxe wasserbasierte Pomade. Allerdings bekommt ihr damit auch sehr viel Volumen hin, tolle Struktur und funktioniert meiner Meinung nach auch als Standalone-Produkt sehr, sehr gut. Und ist auch hier wieder eine Kooperation mit Modern Man TV entstanden. Jetzt habe ich das Wort Pre-Styler schon benutzt. Erklärungen findet ihr überall und falls nicht, fragt uns einfach in den Kommentaren oder schreibt uns auf Instagram, auf Facebook oder auch gerne an den Kundenservice. Da sind wir jederzeit für euch da, falls ihr Fragen, Anregungen habt. Einfach alles da lassen. Ihr findet alle nötigen Informationen unten in der Infobox. Ich hatte Pre-Styler, hatte ich erwähnt. Ein Produkt, das man sich in die Haare einföhnt oder auch einfach so in die Haare gibt, bevor man noch ein weiteres oder am Ende sogar noch ein drittes Produkt verwendet. Hauptsächlich geht es darum, schon mal eine gewisse Grundform zu erreichen, beziehungsweise gerade bei manchen, um eben sich nochmal schön Volumen einzuföhnen, dass man nachher dann nicht mehr zu viel anderes Produkt braucht. Genau, und dann wären jetzt, besonders wenn es darum geht, nur ein wenig Form oder Volumen mit reinzubringen und schon mal einen gewissen Grundhalt, wären dann diese 3 Grazien hier. Und zwar hätten wir zum einen das Phantom, es gibt das Enigma und aus der Tarot-Serie, genauso wie der Hermit, ist es in Kooperation mit Jinx, ist es The Devil.
Das sind alles hervorragende Pre-Styler, funktionieren an sich zum Teil tatsächlich auch als Standalone, aber grundsätzlich habt ihr hier gerade auch im Unterschied oder im Vergleich zur Anti-Gravity, zur Nevermore oder zur Phantasm, habt ihr das Ganze hier in relativ flüssiger Form und eben mit Pumpkopf, was das Einarbeiten und Verarbeiten meiner Meinung nach ein bisschen einfacher macht, da ihr mehr Zeit habt, das Produkt zu verwenden. Denn bei manchen festeren Pre-Stylern merkt man dann tatsächlich, dass man sich schon ein bisschen beeilen muss mit dem Styling, und wenn man dann gerade neu ist, sage ich mal, in dem Segment, in dem Metier, wird es schon ein bisschen schwierig und könnte fast dann schon eher zur Verzweiflung führen, als dass man so einen Pre-Styler für sich findet, sage ich mal, oder als Produkt für sich findet. Deshalb sind hier die drei, finde ich, besonders gut geeignet. Wir haben, sagen wir, der Hauptunterschied zwischen dem Enigma und dem Phantom. Ein bisschen hoch, hier, Enigma, Phantom. Also jetzt mal abgesehen von der Optik, vom Design, was mir bei beiden tatsächlich sehr, sehr gut gefällt. Wir haben mit dem Enigma, das ist im Grunde die Anti-Gravity nur in flüssiger. Ihr bekommt hier einen super Halt, ihr bekommt richtig viel Volumen hin, und je nachdem, wie viel davon ihr verwendet, zumindest ist bei mir so, langt das dann auch als Standalone, aber dann ist auch wirklich alles fest. Wenn ihr einfach nur ein bisschen mehr Volumen und Textur haben wollt, ohne zu viel Halt, dann würde ich euch das Phantom empfehlen. Das ist der Phantasm relativ ähnlich, allerdings unterscheiden die sich dann doch noch mal ein bisschen mehr, was die Verarbeitung und auch das Endresultat angeht. Grundsätzlich sind die meisten Pre-Styler Matte-Produkte. Also ich wüsste jetzt keins auch wirklich als Pre-Styler ausgelegtes Produkt, das nochmal irgendwie Glanz mit reinbringen würde. Bitte belehrt mich eines Besseren, falls ich jetzt gerade irgendein Produkt vergessen haben sollte oder falls ihr eins wisst. Würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich persönlich grundsätzlich kein Fan der zu matten Produkte bin. Ein bisschen Glanz darf es bei mir gerne sein, und dann sind die Pre-Styler zwar ganz nett, aber dann nehme ich meistens noch eine mittelfeste oder eine firm, eine ölbasierte, eine, die mir halt noch schön Glanz gibt, schmiere ich dann meistens noch oben drauf, um eben Glanz dann zu bekommen und noch im extra Halt. Und weil ich es jetzt nämlich erwähnt hatte, Enigma und Devil, ist der Enigma sehr, sehr ähnlich, ist in Kooperation bzw. ist eine Hommage an Jinx, an die Band. Und abgesehen von dem fantastischen Design ist hier nochmal der Duft ein kleiner Unterschied. Und zwar haben wir hier noch ein bisschen Pfeffer mit drinnen. Wir haben eine leichte Orangennote mit drin. Also super cool, runder Duft. Gefällt mir auch absolut gut. Und das muss ich halt tatsächlich sagen. Ich glaube, ihr merkt es, ich bin ein bisschen ein Fanboy vom Steve und von den ganzen Lockhart-Produkten. Dufttechnisch ist es der Wahnsinn, was der an Bandbreite, was der da an Düften hat. Und generell, ich glaube, es gibt, sagen, die einzige, die bei mir ein bisschen rausfällt, ist die leichte, die weiche, weil die halt nach Zimt duftet, und ich bin einfach persönlich kein Zimt-Fan. Also ich habe auch schon Leute gesehen, die sagen, die finden es fantastisch, weil die einfach auf Zimt stehen. Ich persönlich nicht, und deshalb fällt die bei mir raus. Aber grundsätzlich bin ich ein riesen Fan, was die Düfte vom Steve angeht. Genau, und weil wir waren bei Pre-Stylern, wir waren bei super tollen Düften, und deshalb kommt jetzt als letztes das Texture Tonic. Und zwar ist das Texture Tonic, ihr seht es vielleicht, das ist nochmal flüssiger. Das ist eins, das bringt euch tatsächlich entweder, wenn ihr einen ganz lockeren Surf-Look haben wollt, oder der Bro-Flow, meine ich, würde auch relativ gut damit funktionieren. Mal haut euch 2, 3 Pumper in die Hände, schön verteilen, einfach nur in die Haare einmassieren, stylen wie ihr wollt und trocknen lassen. Das Texture Tonic, das zieht dann an in den Haaren. Ihr merkt, ihr bekommt eine nette Textur, ihr bekommt einen ganz netten Halt, wieder je nachdem, wie viel Produkt ihr verwendet habt. Die Haare bleiben relativ flexibel. Ich würde nicht sagen zwingend nachstylbar, aber gerade bei lockeren Frisuren, wenn ihr immer wieder mit den Händen durchfahren wollt, dann ist ja genau das, was ihr haben wollt, dass das noch funktioniert. Punkt. Wenn ihr euch dann nochmal mit den Händen durch die Haare fahren wollt, ist es ja genau das, was ihr haben wollt. Alternativ, wenn ihr euch einfach nur ein bisschen Volumen in die Haare föhnen wollt, ohne dass dann am Ende zu viel, dass es
zu sehr nach Produkt in den Haaren ausschaut, wäret ihr auch hier perfekt bedient mit diesem Produkt. Oder ihr nehmt es tatsächlich, wenn ihr, wie ich jetzt zum Beispiel, tendenziell schon recht viel Volumen habt, aber noch ein bisschen mehr Textur, das Ganze ein bisschen strukturierter haben wollt, weil ihr dann noch ein Produkt oben drüber legen wollt, das vielleicht nicht ganz so viel Halt hat, dann seid ihr hiermit auch an genau der richtigen Stelle. Ja, jetzt hatte ich das mit dem Duft nämlich noch gesagt und das ist tatsächlich einer meiner... Also da hat er gefühlt alles, was er an fruchtigen Noten hatte, hat er da kombiniert. Ich rieche ein bisschen was von der Goon Grease raus. Ich habe ein bisschen was, als hättet ihr das am Fat Clay gerochen. Es kommt aber auch ein bisschen was von der UWB dazu, plus ein bisschen Hermit. Also das Ganze ist, es ist eine tolle, fruchtige, wie so ein... Ich denke da jedes Mal, ich liege jetzt gerade am Strand, habe so einen richtig schönen Fruchtcocktail neben mir und alles ist gut. Und alles ist entspannt, denn meine Frisur sitzt. Das ist jedes Mal wieder super toll. Wirklich einer meiner absoluten Lieblingsdüfte von Lockhart's. Und das ist tatsächlich schon schwierig. Wenn ihr euch jetzt denkt, okay, das ist ja alles ganz cool, jetzt habe ich mir ein bisschen Volumen in die Haare und sowieso ein bisschen Glanz, ein bisschen Pflege wäre schon noch ganz cool, aber ich weiß nicht, ob ich mir jetzt zwingend eine ölbasierte Pomade in die Haare schmieren möchte. Dann kommt jetzt, last but not least, die Groom Cream. Und zwar ist die Groom Cream, wenn ihr sie euch mal von innen anschaut, sieht aus wie eine Frisiercreme. Und genau das ist sie im Grunde auch. Allerdings sind da so dermaßen viele pflegende Inhaltsstoffe drinnen, dass man das auch fast als Leave-In-Conditioner benutzen könnte, weil die einfach so reichhaltig ist und so wahnsinnig gut und pflegend für die Haare und auch für die Kopfhaut. Das ist, mehr geht fast nicht dafür, dass das eigentlich gar nicht der ursprüngliche Sinn war. Denn der Steve hat hier, das ist ein, ich weiß gar nicht, wie viele in 1, ob das jetzt 3, 4, 5 in 1 Produkt ist. Denn ich persönlich nutze die Groom Cream unheimlich gerne als Topper, als Glanztopper. Quasi nach einem Pre-Styler, dass ich mir von der Groom Cream noch was drauf gebe, weil sie minimalen Halt gibt, ganz leicht, das merkt man. Sie gibt einen unheimlich tollen Glanz, Pflege, aber kaum Gewicht. Und das ist dann nämlich der Unterschied, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine weiche oder eine mittelfeste ölbasierte noch mit ins Haar packen würde. Irgendwann wird das Ganze zu schwer und man bekommt kein Volumen mehr hin. Mit der Groom Cream habt ihr das Problem nicht. Ihr bekommt Mordsglanz, eine Hammerpflegewirkung. Es lässt sich immer noch alles super nachstylen. Gerade wenn ihr einen wasserbasierten Pre-Styler genommen habt, die ja oft relativ trocken und fest werden, wirkt ihr da mit der Groom Cream nochmal ordentlich entgegen. Und zwar eignet sich die Groom Cream sogar relativ gut zum Entfetten der Haare. Also zum langsamen und nicht radikalen Entfetten. Und zwar nimmt man sich, bevor man sich die Haare wäscht, ich sage jetzt mal eine haselnussgroße Menge, die einfach schön in den Haaren verteilen, einziehen lassen, schön einwirken lassen und dann die Haare waschen. Und zwar braucht es dann, natürlich abhängig von der Menge an Produkt, die ihr drin habt, oft nicht mal mehr ein Shampoo, sondern es löst sich einfach alles ganz entspannt aus den Haaren raus und ist weit weniger aggressiv als jetzt ein Shampoo oder ähnliches, womit ihr euch dann einfach auf die Schnelle alles rauswascht. Also dafür eignet sich die Groom Cream nämlich auch. Und der letzte Punkt, der eigentlich so überhaupt nicht jetzt irgendwie dazu passt, ihr könnt die Groom Cream sogar als fantastische Handcreme verwenden. Es ist auch ein Punkt, da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen, bis der Steve uns das mal gesagt hat. Und es funktioniert wirklich richtig gut. Also es ist ein Allrounder, muss man tatsächlich sagen. So, ich glaube, ich habe jetzt ungefähr gefühlt 3 Stunden geredet schon. Könnte auch euch noch viel mehr erzählen, aber dann ist, glaube ich, YouTube voll. Deshalb mache ich jetzt hier langsam mal Schluss. Ich kann euch nur sagen, schaut euch die Produkte von Lockhart's mal an. Es ist wirklich, für alle ist was dabei. Der Steve hat im Grunde fast jedes Segment an Haarstyling-Produkt abgedeckt. Und wenn nicht, wird er das wahrscheinlich noch. Wir verstehen uns alle super mit dem Steve. Wir sind vor allem zur Zeit, arbeiten wir relativ intensiv mit ihm zusammen. Und
freuen uns einfach darüber, dass wir Lockarts jetzt dann doch aufnehmen konnten in unser Sortiment, dass wir diese riesen Bandbreite euch anbieten können. Und würde mich freuen, wenn ihr mal eure Meinung zu Lockarts unten in den Kommentaren oder auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, wenn ihr uns da mal eure Meinung dazu sagen würdet. Ich glaube, bin jetzt erstmal dann wieder beschäftigt mit Aufräumen. Ich sage euch danke fürs Eingeschaltet haben, fürs Angeschaut haben. Danke, falls ihr uns schon abonniert habt oder falls ihr es jetzt macht. Vergesst die Glocke nicht, dann bekommt ihr nämlich immer mit, wenn wir ein neues Video posten. Das war's jetzt von mir. Ich sage danke euch und pfiat euch, ciao.